Ein ereignisreiches erstes Halbjahr mit geopolitischen Unsicherheiten und teilweise starken Marktbewegungen liegt hinter uns. Bei Anlegen mit Weitblick schauen wir heute kurz zurück und ordnen die aktuellen Geschehnisse mit unserem Leiter Portfolio-Management, Danilo Leiloja, zusammen ein. Ja, Danilo, die ersten 6 Monate sind durch. Was würdest du für eine Halbjahresbilanz ziehen? Ja, wir haben hier dafür eine Grafik vorbereitet. Hier sieht man die wichtigsten Anlageklassen, die Rendite seit Anfangsjahr bis zum 13. Juli in Schweizer Franken gemessen. Was natürlich gerade auffällt, ist die Top-Performance der Schwellenländer außerhalb China mit 21,9% Spitzenreiter. Das ist zu verdanken dem grossen Schwergewicht, der Taiwan Semiconductor und dem Samsung, die sehr gut gelaufen sind in diesem Jahr. Aber auch die japanischen und US-amerikanischen Aktien haben in diesem Jahr Rückgewinn gehabt. Und am Schluss jetzt auch noch Schweiz und Eurozone, die jetzt zweistellig im Plus notieren. Dann fällt auch noch auf, dass die Immobilien Schweiz wieder im Plus sind. Das ist zu verdanken der jüngsten Entwicklung der letzten 4 Wochen, die dort die ganzen Fonds wieder getrieben hat. Und am Schluss sieht man Gold mit über minus 5%. Und das ist in diesem Jahr speziell, weil im letzten Jahr ist ja Gold eigentlich der Top-Performer gewesen. Gründe sind dafür das höhere Zinsniveau und die Aufwertung des US-Dollar. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die Märkte dieses Jahr ja stark bewegt. Das Rahmenabkommen letzten Monat hat kurzfristig für Entspannung gesorgt. Der Konflikt ist aber kürzlich wieder eskaliert. Was hat das für Auswirkungen? Ja, unser CEO, Philipp Merz, hat es im letzten Video mit dir besprochen. Im Juni hat er dann gesagt, auch nach dem Rahmenabkommen, es ist nicht alles im Lot. Und tatsächlich, die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass sich die Front jetzt total verhärtet hat. Wir haben hier auch eine Grafik vorbereitet und dort sieht man gut eingeblendet bei den hellblauen Balken. Da sieht man eigentlich, wie viele Schiffe pro Tag durch die Strasse von Hormuz passieren. Und sieht man, im 25 sind das immer zwischen 40 und 8 Schiffe pro Tag gewesen. Und seit dem Aufflammen des Nahostkonflikts sind nur vereinzelte Schiffe dort durchgekommen. Und dann mit dem Rahmenabkommen hat es wieder ein bisschen mehr Verkehr gegeben. Und jetzt mit den jüngsten Entwicklungen ist faktisch die Strasse von Hormuz wieder geschlossen. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Energiepreise. Da sieht man jetzt den Ölpreis in der Linie auf dem Chart. Und das sieht man gut, dass in diesem Jahr ja der Ölpreis mit dem Start des Nahostkonflikts auf über $115 pro Barrel gestiegen ist. Das hat sich dann wieder beruhigt mit den Gesprächen, die gesucht worden sind, mit dem Rahmenabkommen. Aber eben die jüngsten Entwicklungen zeigen eigentlich, dass der Aufwertungsdruck auf alle Energiepreise jetzt wieder zurückgekommen ist. Dann werfen wir wie gewohnt auch noch einen Blick auf unsere aktuelle Positionierung in den Vermögensverwaltungsmandat. Haben wir diesen Monat etwas verändert? Nein, wir haben die gleiche Positionierung bestätigt vom letzten Monat. Wir haben im letzten Monat uns angenähert an die langfristige Strategie. Wir haben 2 Positionen geschlossen mit gutem Gewinn. Wir haben die Gewinn realisiert. Das war einmal bei den Schwellenländern außerhalb China. Und auch bei den Welt-Value-Aktien haben wir die Gewinne realisiert. Und wenn man es jetzt anschaut, markttimingmässig haben wir dort den richtigen Zeitpunkt verwünscht Stand jetzt. Und wo wir jetzt noch Potenzial sehen, ist vor allem bei der Immobilien Schweiz. Grund dort ist natürlich die Ausschüttungsrendite, die wir haben, die mehr abwirft, als wenn man es einfach auf einem Konto lassen und natürlich die Nachfrage, die die ganze Immobilie weiterhin stützt. Und das Gold sehen wir nach wie vor, dass es noch Potenzial hat, mittelfristig. Gründe da sind, dass viele Nationalbanken gesagt haben, dass sie ihre Goldreserven weiterhin möchten aufstocken und natürlich jetzt auch die geopolitischen Risiken, die den Goldpreis stützen könnten. Bei den Aktien USA sind wir ja nach wie vor eher vorsichtig positioniert. Was sind dort die Gründe dafür? Dort hat es eigentlich 2 Beweggründe. Der eine Grund sind die hohen Bewertungen. Gemessen an den Kurs-Gewinn-Verhältnis sieht man echt gut, dass der US-amerikanische Markt einer der teuerst bewerteten Märkte ist und dass eigentlich auch momentan die Bewertung höher ist als der langfristige Durchschnitt. Und auf der anderen Seite sieht man auch die grossen Erwartungen, die man hat, vor allem im Technologiesektor, die Gewinnerwartungen, jetzt mit dem Anfang der Berichtssaison. Und dort sieht man jetzt gut, auch in dieser Woche mit IBM, wo die Erwartungen nicht treffen und 25% eingebrochen ist, dass das Fallhöhe sehr gross ist. Und wir möchten uns gerne mit unserer vorsichtigen Positionierung dort ein bisschen schützen. Danke vielmals für deine Erklärungen, Danilo.
Danke, seid auch ihr mit dabei gewesen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei «Anlegen mit Weitblick».